Wir begeben uns in Lebensgefahr und seilen uns an der Stelle, wo es bereits zu schweren Unfällen kam, ab, um geheime Labore aus dem Zweiten Weltkrieg zu finden. Oh, hier geht's runter. Alter, komm her. Oh, leck mich fett. Alter. Eine riesige unterirdische Fabrik zur Herstellung von Treibstoffen für die V2-Raketen. Diese Untertageverlagerung ist eines der geheimsten deutschen Projekte im Zweiten Weltkrieg. Diese Anlage wurde nahezu voll funktionsfähig zurückgelassen. Alle Fabriken, Triebwerke, Facharbeiter und Wissenschaftler ließ man einfach zurück. Nach Aussage von Arbeitskräften befanden sich hier geheime Labore zur Erforschung von Hoch- und Höchsttechnologie, die sich wesentlich tiefer im Berg befanden als die Fabrikhallen. Erklärt auch das den hohen Bedarf an Wasser und Energie, der hier benötigt wurde? Auch, dass dieses Werk nicht demontiert oder zumindest durch Sprengung unbrauchbar gemacht wurde von den deutschen Truppen, spricht für die Existenz von weiteren Ebenen. Überlasse dem Feind die Anlage und er wird damit beschäftigt sein, diese Technik zu verstehen. Dann wird er nicht noch weitere und wesentlich geheimere Anlagen vermuten, geschweige denn danach suchen. Es deutet einiges darauf hin, dass hier wesentlich mehr und tiefer im Berg versteckt ist, als heute angenommen. Die Aussagen der Zeugen lassen es zu, die Spur der geheimen Labore aufzunehmen. Bewaffnet mit Seilen und Kletterausrüstung machen wir uns auf die Suche und steigen auf tiefere Ebenen ab. Doch unsere Suche birgt einige Gefahren. So sind diese Stollen lebensgefährlich, da sie einsturzgefährdet sind und bereits mehrfach einstürzten. Wenn ihr diese riesengroßen Verbrüche seht, diese riesengroßen Steine, wenn die hier runterkommen und ihr seid hier gerade unterwegs, dann ist das nicht gut. Zudem ereigneten sich hier bereits mehrfach schwere Unfälle, die massive Einsätze von Feuerwehr und Bergwacht nach sich zogen. Nur mit größter Mühe gelang es den Einsatzkräften, die verunfallten Personen zu retten. Folgt mir auf der lebensgefährlichen Suche nach den geheimen Laboratorien der Untertageverlagerung Rotbutt. Die nachfolgenden Szenen dienen nicht zur Nachahmung. Selbst unter fachkundiger Aufsicht ist das Abseilen in solche Schächte lebensgefährlich. Für Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit wird von unserer Seite keine Haftung übernommen. Jeder ist für sein Handeln und seine Sicherheit selbst verantwortlich. So, das ist jetzt der erste Stolleneingang. Den schauen wir uns jetzt mal von drinnen an. Erfahrungsgemäß ist er nicht ganz so groß, aber gucken wir mal, was uns erwartet. Vielleicht müssen wir auch hier schon das erste Mal klettern, um auf tiefere Sohlen zu kommen. Aber wir gehen mal rein, wir gucken uns das mal an. Ist natürlich wie immer alles sehr beengt. Aufgrund von der ganzen Kletterausrüstung, die ich mitführen muss, habe ich den großen Rucksack dabei, also nicht meinen wasserdichten. Weil es einfach, ja, aufgrund der Staumenge, man braucht einfach ein bisschen mehr, ne, wenn die Kletterausrüstung dabei ist. Ein relativ leichter Zugang. Jetzt sind wir schon unten. Und jetzt schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Wir befahren jetzt die sogenannte B-Sohle. Diese Sohle besteht aus 5 großen Hallen, die über einen Stollen miteinander verbunden sind. Aus einer früheren Befahrung war mir in Erinnerung geblieben, dass sich hier ein Schacht in die Tiefe befindet, den ich jedoch nicht erkunden konnte, da die nötige Ausrüstung nicht am Mann war. Also ich habe den Felix heute mitgenommen, er unterstützt mich auf dieser Expedition in die Unterwelt. Und wie Altbergbau so ist, lange, dunkle Gänge. Hier haben wir auf dem Boden noch Bahnschwellen liegen. Die Bahngleise sind weg, aber die Schwellen sind noch da. Die B-Sohle diente der Belüftung der anderen Anlagen, sprich hier wurde Luft angesaugt und auf die Bauwerke verteilt. Ein ausgeklügeltes System an Schächten und Rohrleitungen stellte stets sicher, dass genügend Wetter in den Bauwerken anlag. Zudem wurden riesige Mengen an Kühlwasser für die Flüssigsauerstoff- und Stickstoffproduktion benötigt. Auch hier fanden die Ingenieure eine gut durchdachte und effiziente Lösung. Dieses riesige Rohr führt an die Oberfläche und war zur Bewetterung der Fabriken installiert worden. Irgendwer eine Lampe gerade am Stand? Boah, das geht da rum ums Eck. Da müssen wir mal rein. Hat nicht der eine gesagt, dass es, ja, die damals zu war, und da wäre mit Sicherheit noch was. Das ist ja eine Betonröhre hier. Oh, hier geht's runter. Ja? Alter, komm her. Freunde, da geht es runter. Ist aber auch ein Zug hier, ne? Ja, aber nur vorne. Oh, leck mich fett. Alter, da geht es einfach. Guck mal. Alter. Alter. Da geht es einfach mal runter. Wo? Du siehst das Ende gar nicht. Nö. Ich habe gerade auch mal reingelinst, siehst du nicht. Das Also hier geht es auf jeden Fall runter.
Ja. Aber könnte sein, dass das in den Stollen geht. Ja. Ne? Ja, Aber es ist Stahlbeton. Es ist eine Stahlbetonröhre. Ja, ja. Aber warum sonst? Also, Ja, klar. das baust du ja nicht so aus Nein. der Dollerei. Natürlich Das nicht. geht ja irgendwo hin. Ja. So, Knicklicht. Soll ich werfen? Ja, werf mal. Das ist nicht bis unten durchgefallen. Nein. Das ist irgendwo angekommen, aber Ja. das ist hängen geblieben. Also auch hier sind gigantische Ausmaße, was man hier damals unter der Erde gebaut hat. Hier wurde, wie gesagt, Gestein abgebaut. Das ist Altbergbau, was dann im Zweiten Weltkrieg als unterirdische Produktionsstätte genutzt wurde. So, nochmal zum Größenvergleich. Also es ist ein Riesenrohr. Hier oben habt ihr euer Gestein, was relativ gerade rausgesprengt oder gebrochen wurde, um dieses Rohr zu bauen. Hier unten geht es halt natürlich richtig tief noch runter, links wie rechts. Also es ist auch wieder gigantisch, was man hier unter der Erde tatsächlich geschaffen hat. Wie gesagt, das ist noch vor dem Krieg entstanden. Das ist Altbergbau. Man hat sich da nur im Krieg die vorhandenen Bergwerke quasi genutzt für die Produktion. Ja. So, und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Hier gibt es noch ein bisschen was mehr zu sehen. So, auch hier wieder eine riesengroße Halle. Also es geht wirklich riesig weit nach oben. Das ist ja, locker 8 Meter, was über mir ist. Es geht noch nach unten. Da hinten ist auch noch ein Stollen, der daherkommt. Es ist verbrochen. Es ist, wie gesagt, auch schweinegefährlich. Also wenn sowas runterkommt und ihr steht da drunter, dann ist Feierabend. Ich denke mal, das versteht auch jeder, ne? Dass das nicht mal eben, man sollte sich auskennen, wenn man sowas macht. Das birgt alles Gefahren. Das ist wirklich ja, eine ganz eigene Atmosphäre, die hier unten herrscht. Also mich begeistert dieser Altbergbau und diese U-Verlagerung jedes Mal, also die schiere Größe. Also wie immer, es ist halt Altbergbau, da muss auch leicht geklettert werden. Aber das sind ja für uns tatsächlich jetzt nicht die Hindernisse, das sind ja mit die leichtesten Übungen. Also da gibt es deutlich aber schlimmere Bereiche und Passagen, wo ihr dann nicht so einfach hochkommt. Ne? Also das sind alles Trockenmauern, da hat man den Abraum, den man nicht gebraucht hatte. Da hat man diese Mauern quasi mitgebaut. Also es ist bergmännisch gestapelt worden, das hält auch für die Ewigkeit. So hat man auch ja, Abbaufelder, die man nicht brauchte, quasi mit Geröll dahinter zugekippt und dann halt so Trockenmauern gezogen. Das sieht man überall, das ist charakteristisch für den Altbergbau. Und hinten ist noch ein kleiner Schacht. Ich war hier schon mal gewesen. Den konnte ich nicht weiter erkunden, weil ich keine Kletterausrüstung dabei hatte. Jetzt habe ich allerdings Kletterausrüstung dabei und jetzt greifen wir da an und erkunden natürlich die Teile, die unter uns liegen. Yep. Schau mal, hier ist da jetzt vielleicht sogar ein Seil. Nee, aber so, wir bauen jetzt einen Ankerplatz. Wir wollen in dieses Loch da rein. Es geht circa 5 Meter nach unten. Das Seil brauchen wir als allererstes. Normalerweise, wenn es unbekannt ist, kommt hier ein Knoten rein, dass ihr mit eurem Abseilgerät, wenn das Seil zu Ende ist, nicht durchrutscht. Aber weil ich da den Boden sehen kann, brauchen wir das nicht. Das heißt, das Seil fliegt da jetzt einfach runter, bis es unten ist. Wenn es dann auch mal runterfällt. So, dann setze ich mir hier den ersten Punkt. Und das sollte man sorgfältig machen, weil an dem Seil hängt gleich unser Leben, also mein Leben und das von Felix. Deswegen wollen wir da genau arbeiten. Machen wir auch. Ein geschwungener Doppelachter. Ne? Jeder kennt das. Ich habe da auch eigene Videos zu gemacht. Sicherheit, da hängt man normalerweise Schwerlasten dran. Das heißt, wir mit unseren Astralkörpern, das reicht auch. Hier ist der erste. Der zweite ist, weil wir das ist einfach nur ein verrosteter Stahlträger, ein Stück Schiene, also mehrere Schienen aneinander gemacht. Dem vertraue ich natürlich nicht so. Deswegen ist der nächste Ankerpunkt da vorne. Mehr Karabinerhaken, Steigklemme, wichtig. Abseilgerät, mal 1, mal 2 gegenläufig geschlauft. Dann haken wir die eine Öse hier ein, die andere Öse hier ein. So, dann hält das. Sichern wir die Karabiner. So, und dann ist der erste Seilplatz eingerichtet. So,
Also nämlich hier eine große. So. Gehe ein bisschen auf Spannung, also dass wir da nicht zu stark reinknallen. Und mache hier einen Schmetterlingsknoten rein. 3, zack. Zack. So sieht das Ganze aus. Jetzt habe ich einen Knoten, ihr kennt den auch aus meinen Videos. Der geht in 3 Richtungen, nach da und nach da. Und das ist der, den ich haben will. Und jetzt habe ich, wenn die eine Sicherung versagt, habe ich hier noch eine zweite, die mir im Zweifel das Leben rettet. Ich habe extra ein Schild ausgedrückt. Achtung, Schacht befahren, nicht am Seil rumwerkeln. Lebensgefahr, Person im Seil gesichert. Das habe ich glorreich im Auto vergessen. Gut, zurzeit ist keiner da, deswegen müssen wir halt hoffen, dass uns keiner unser Seil klaut, wenn wir da unten drin sind. Also wenn ihr draußen klettert, euch abseilt, was ihr auch immer da macht, ist schon Vorsicht geboten. Unter der Erde ist höchste Vorsicht geboten. Das dürft ihr nie vergessen. Hier solltet ihr erfahren sein, vor allen Dingen ausgebildet sein, dass ihr wirklich, dass hier jeder Handgriff sitzt, weil bis hier Hilfe hinkommt. Wenn wir da runterfallen, beide. Und wenn wir da mit gebrochenen Haxen liegen, was auch immer, bis uns hier einer findet, das dauert. Wir haben natürlich gesagt, pass mal auf, wir haben eine Deadline. Das ist dieser Distress Call. Wenn wir uns bis dahin nicht gemeldet haben, dann schickt hier ein Kollege von mir Rettungskräfte hin. Aber bis dahin kann es zu spät sein. Weil die Deadline ist heute Abend in der Nacht irgendwann. Und deswegen müsst ihr mit dem, was ihr hier tut, da müsst ihr Ahnung von haben, zu 100% sicher sein, dass alles sicher ist. Ansonsten spielt ihr mit eurem Leben. Und ich möchte noch mal ganz deutlich betonen, dass das nicht zur Nachahmung gedacht ist, dieses Video und diese Aktion. Ich bin speziell ausgebildet, ich bin erfahren, ich weiß, was ich hier tue. Und deswegen kann ich das verantworten, weil ich sichere nicht nur hier mein Leben, sondern auch das Leben meines Freundes Felix, weil er geht mit mir darunter. Also der Felix hängt jetzt schon im Seil drin. Ich habe mir das angeguckt, wie er sich eingerüstet hat. Er hat das alles hervorragend gemacht. Und der Felix wird jetzt der Erste sein, der sich in den Schacht abseilt. So, hier muss man sagen, der Felix ist ein geübter Kletterer. Ich habe da bei ihm immer noch drüber geguckt und der macht das ganz souverän. Und wenn ihr sowas macht, dann solltet ihr das vorher schon mal gemacht haben. Also es reicht nicht, wenn ein Trainer dabei ist und euch das unten beibringt. Der Felix ist jetzt auch schon unten fast. So, wir haben jetzt einmal die erste Stufe erreicht. Hier ist wie so ein kleiner Vorsprung. Das für das Salma, das hat sich ja nicht abgelegt, noch ein Stück tiefer. Und der Mackie, der doof, der hat viel zu viel Seil runtergeworfen, richtig? Ja. Haben statt brauchen. Und weiter geht's. So, also wie gesagt nochmal zum Verständnis, da sind wir gerade runter, das ist nicht hoch, 5 Meter vielleicht, 5 Meter? Oh. Ja, bis ganz unten vielleicht 6 Meter, 5, 6 Meter sind das, aber zum Runterfallen und da unten aufklatschen, da, das reicht aus. Ne? Also da sind wir runter, das Seil bleibt zurück und ja, wir sehen hier tatsächlich Altbergbau, ne, wo hier Rohre drüber gingen und Versorgungslinien, das wird auch deutlich. Was ist das für eine Apparatur hier? Gute Frage. Irgendwas aus Metall. Sprengmittel werden es hoffentlich nicht sein. Ist deutlich kleiner von der Struktur her. Links wie rechts. Ich gehe mal links. Also hier ist auch wieder ein Verbruch.
Da ist sogar noch Holz, da ist es verbrochen. Es geht nach rechts weiter, da sehe ich aber auch direkt einen Verbruch. Also hier auch wieder auf dem Boden, da waren Eisenbahnschwellen eingelassen. Hier geht es irgendwo hin, das ist befahren, das sieht man, das ist ausgewaschen. Da mir diese Sohle unbekannt ist und mir darüber kein Kartenmaterial vorliegt, kann ich den genauen Verlauf, Bestimmung und die Durchführung zu tieferen Ebenen nicht eindeutig benennen. Ein mächtiger Schimmelpilz. Und guckt euch das mal an, dass das ein Monsterpilz ist. Sollte euch Material dazu vorliegen oder der Verlauf bekannt sein, dann gerne Mail an mich unter info@klappspattentv.de. Gucken, dass ich hier nicht reinrutsche. Es geht noch tiefer. Da ist noch eine Sohle unter uns. Hier gibt es auch schon einen Ankerplatz. Da oben hat man auch schon einen Ankerplatz hingebaut. Da geht es auch noch irgendwo hin. Also hier ist richtig viel los. Und hier geht es auch hoch. Seht ihr das? So, hier ist überall was. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, hier unten einzustellen. Das ist Altbergbau alles. Es geht da noch tiefer. Das Problem ist, ich würde da auch gerne gucken. Aber das Seil ist da vorne fest. Es gibt auch keinen anderen Ausgang hier erstmal. Da hinten müsste man dann auch klettern, aber bräuchte man auch ein Seil. Ich habe auch nur das eine Seil dabei, ne? Natürlich. Und ich schneide das nicht in der Mitte durch für jetzt so einen Schacht. Wir gehen jetzt hier wieder hoch, gehen hier wieder raus. Und diese Seite, da bin ich mir relativ sicher, ich denke Felix, du auch, das werden wir irgendwann auch nochmal erkunden. Aber heute, wie gesagt, ist für uns wichtig, dass wir den Produktionsteil und den darunter liegenden Stollen erkunden. Wir gehen jetzt wieder zurück zur Seilstelle, seilen uns auf, gehen hier wieder hoch. Hier sind wir ja auch eben runtergekommen. Ja klar. So, dann seilen wir uns jetzt wieder ein. Wir sichern uns. Ein Sicherungsgerät, beziehungsweise Abseilgerät, was jetzt als Sicherung quasi dient. Das ist hier unten, dass ihr das auch sehen könnt. So, bist du fertig? Hast du an? Erster Vorsprung. Und dann immer schön gucken, wo die Füße hinstellt und was natürlich von oben kommt. Ich habe es ja eben beim Runtergehen schon mal gesagt. Wenn jetzt da oben ein Stein sich löst, hier durchsaust, dann möchte ich den kommen sehen. Und dann wäre es von Vorteil, wenn ich ihm tatsächlich ausweiche. Weil wenn ich den dann, ich habe zwar einen Helm auf, dieser Welcher ist sogar ballistisch, aber es wäre halt uncool, wenn ich trotzdem einen verbacken kriege. Das sind alles Sachen, das muss nicht passieren. Wenn ihr halt mit der nötigen Vorsicht das Ganze macht. Oben sichere ich mich in der Sicherungsstellung. Richtig Höhenklettern. Dann habe ich die an so kleinen Pi-Schnüren dran, dass mir die niemals von der Ausrüstung runterfallen. Wenn ich die fallen lasse, die ist unten. Dann muss ich alles wieder runter. Wenn da unten Wasser ist, 2-3 Meter tief, dann komme ich da so leicht nicht mehr dran. Ergo, euch fehlt Material, was ihr im Zweifel tatsächlich braucht. Und bin immer noch gesichert, aber raus aus der Gefahrensituation. So, das war der untere Stollen. Es geht spannend weiter. Auf der Suche nach den geheimen Laboratorien führt uns unsere Suche immer tiefer in die unterirdische Rüstungsfabrik. Schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt, auf der Suche nach den letzten Geheimnissen unserer Zeit.